Servus Technikfreunde, ich begrüße euch zu diesem neuen Video von mir. Heute geht es um eine Auffüllautomatik fürs Aquarium und die realisieren wir mit einem Ultraschallsensor, den ihr auch alle bestimmt kennt. Wenn euch das interessiert, dann bleibt dran. Nach dem Intro starten wir gleich rein damit. Viel Spaß! Im Sommer kann man das Aquarium abkühlen mit einem Ventilator, der auf die Wasseroberfläche bläst und das Wasser verdunstet. Durch diese Verdunstungskälte kann bis zu 4 Grad das Aquarium abgekühlt werden. Natürlich verdunstet viel mehr Wasser als sonst dabei und es entstehen unschöne Kalkränder am Aquariumrand. Und man muss natürlich dann von Zeit zu Zeit das Aquarium wieder selbst auffüllen. Wie hier gezeigt, mit einer Gießkanne gehe ich hin, fülle das Wasser rein, kontrolliere nach ein paar Sekunden, ob der Wasserpegel erreicht ist und dann fülle ich entsprechend weiter nach oder höre auf. Und diese Sache können wir uns ersparen, wenn wir eine Auffüllautomatik fürs Aquarium verwenden. Nun, wie funktionieren die meisten Auffüllautomaten? Die haben einen solchen Schwimmschalter mit einem Magnetschalter innen drin und je nach Wasserstand wird dann der Kontakt geschaltet. Diese Schwimmschalter haben aber den großen Nachteil, dass sie verkalken können, es können Pflanzenreste sich drin ansammeln und dann kann er seine Funktion nicht ausführen. Meine Idee war hier, dass ich den Ultraschallsensor HC-SR04, den man aus vielen Arduino-Projekten auch kennt, verwende, um den Abstand zur Wasseroberfläche zu messen und dadurch berührungslos messen kann, wie der Wasserstand im Aquarium ist. Dazu müssen wir uns natürlich erstmal Gedanken machen, wie der Arduino-Sketch denn ungefähr aussehen soll. Hier jetzt mal eine vereinfachte Darstellung von dem Arduino-Sketch, um euch das ein bisschen zu erklären, was ich mir dabei gedacht habe, wie das funktioniert. Wir haben hier unsere Main Loop vom Arduino-Sketch in grün gehalten und hier haben wir im Wesentlichen 3 wichtige Abfragen drin. Was kann jetzt eine solche Störung zum Beispiel sein? Naja, das Programm erkennt zum Beispiel automatisch, wenn eine Störung bei der Pumpe vorliegt. Das heißt also, wenn die Pumpe aktiv ist, um entsprechend Wasser aufzufüllen im Aquarium, wir messen aber, dass der Wasserpegel sich quasi gar nicht erhöht während des Auffüllens, dann ist die Pumpe entweder defekt oder sie hat kein Wasser mehr, das sie hochpumpen kann ins Aquarium. Und um die Pumpe vor dem Trockenlaufen zu schützen, wird also automatisch im Programm erkannt, wenn das der Fall ist. Die Pumpe wird abgeschaltet, es wird eine Boolean-Variable gesetzt, die entsprechend signalisiert, dass eine Störung vorliegt. Wenn das der Fall ist, dann blinken vorne am Controller die LEDs. Wenn der Taster gedrückt wird, gibt es auch nochmal eine Abfrage, ob eine Störung vorhanden ist. Wenn ja, bedeutet das, dass wir den Controller entstören wollen durch diesen Tastendruck und gehen auch wieder zurück in die Main Loop. Wenn der Taster gedrückt wurde und es liegt keine aktuelle Störung vor, dann bedeutet es, dass wir die aktuell gemessene Höhe, den Abstand zur Wasseroberfläche als neuen Referenzwert im EEPROM abspeichern wollen. Wir haben also unser Aquarium, den Wasserpegel auf unseren Wunschstand genau eingestellt und drücken dann vorne am Controller den Taster. Es wird eine Messung durchgeführt und dieser Wert wird im EEPROM abgespeichert und dient dann zukünftig als neue Sollhöhe. Wenn der Zeitpunkt gekommen ist, um die nächste Messung durchzuführen, in der Regel alle 15 Minuten, ich denke öfters macht das auch keinen Sinn, dann messen wir mit dem Ultraschallsensor den Abstand zur Wasseroberfläche. Und das nicht nur einmal, sondern wirklich mehrere Male hintereinander. Ich glaube 70 Mal oder wie viel ich eingestellt habe im Code. Das ergibt sich einfach daraus, dass es beim Aquarium auf der Wasseroberfläche entsprechende Wellenbewegung geben kann und das führt zu sehr schwankenden Messwerten von dem Ultraschallsensor. Und um das auszugleichen, müssen wir viele Male den Abstand zur Wasseroberfläche messen und bilden uns daraus dann einfach den Durchschnitt. Und mit diesem Durchschnitt und eine Menge von gemessenen Werten können wir dann sehr gut diese Wellenbewegung an der Wasseroberfläche vom Aquarium ausgleichen. Dann vergleichen wir diesen Wert mit der Sollhöhe, die wir hinterlegt hatten. Und wenn es hier eine Abweichung gibt, dann bedeutet das, aha, wir müssen das Aquarium mit Wasser auffüllen. Wir aktivieren also die Pumpe
Und während die Pumpe aktiviert ist, führen wir die Messung weiterhin durch und vergleichen kontinuierlich den Sollwert mit dem aktuellen Ist-Wert. Die Pumpe bleibt aktiv und es wird kontinuierlich gemessen, während wir auffüllen. Das ist natürlich ganz entscheidend und wichtig, weil wenn wir die Pumpe einfach aktivieren würden und würden eine Minute später messen, ob wir jetzt den gewünschten Sollwert erreicht haben, könnte ja zum Beispiel ein kleines Aquarium schon längst übergelaufen sein. Wir müssen also, während wir auffüllen, natürlich im Blick haben, wie verändert sich der Wasserstand im Aquarium. Deswegen gehen wir hier in eine Schleife rein und messen während des Auffüllens des Aquariums kontinuierlich den Wasserpegel. Ist dann irgendwann mal der Wasserpegel erreicht, also wir haben die Sollhöhe und die Ist-Höhe sind ungefähr auf demselben Level, dann schalten wir die Pumpe aus und sind wieder hier im Main Loop und dann würde dann wieder die nächste Abstandsmessung zur Wasseroberfläche entsprechend nach 15 Minuten getätigt. Grau ist alle Theorie, deswegen lasst uns jetzt hier in die Praxis gehen. Hier baue ich mir jetzt den Testaufbau zusammen mit einem 10 Liter Aquarium, was ich nicht mehr verwende, und befülle es mit Wasser, um für die Prototypenentwicklung dann eine realitätsnahe Umgebung zu schaffen. Und wie ihr seht, installiere ich hier sogar einen Eckfilter, um die entsprechenden Bewegungen auf der Wasseroberfläche zu simulieren. Natürlich markiere ich mir auch noch den gewünschten Wasserstand hier mit einem Stift am Aquarium, um dann genau zu sehen, ob ich mit dem Auffüllautomat dann die Wasserhöhe einhalten kann. Hier seht ihr nun den Prototyp des Sensorkopfes mit dem Ultraschallsensor und hier mein Breadboard. Und da schließe ich jetzt nun die 12 Volt Pumpe an. Ganz wichtig, keine 5 Volt Pumpe verwenden. Die ist zu schwach, um das Wasser von unter dem Tisch hoch ins Aquarium pumpen zu können. Für die Ansteuerung der Pumpe verwende ich hier kein Relais, sondern den MOSFET ILZ44N. Der hat den Vorteil, dass er Logic Level driven ist, das heißt, er kann direkt mit den 5 Volt Ausgang vom Arduino Output kann das Gate geschaltet werden. An dem Prototyp meines Sensorkopfes hatte ich noch keine Halterung designt für den Schlauch, deswegen habe ich sie hier erstmal mit einer Klemme provisorisch befestigt und den Schlauch mit einem Außendurchmesser von 7 mm und Innendurchmesser von 4 mm. Den kann man hier ganz einfach in diese Standardpumpen so reinstecken, muss gar nichts verkleben, einfach ein bisschen fester reindrehen, dann hält es eigentlich ganz gut. Die 3D-Bauteile, den Arduino-Sketch, den Schaltplan und alle benötigten Materialien und Bauteile verlinke ich euch natürlich auch gerne unten nochmal in der Videobeschreibung. Bei meinem Testaufbau habe ich natürlich nicht darauf gewartet, bis das Wasser in einem Aquarium hier verdunstet, sondern ich habe einfach hier mit einer Tasse entsprechend Wasser rausgenommen, dann unten in den Eimer reingeschüttet und dadurch die Verdunstung simuliert. Das blinkende LED oben auf dem Sensorkopf zeigt uns an, dass jetzt nun die Messung durchgeführt wird. Es wird festgestellt, dass der Wasserstand zu niedrig ist und die Pumpe wird aktiviert, um das Aquarium aufzufüllen. Während des Auffüllens wird natürlich konstant weiter gemessen und ist dann der Sollzustand erreicht, wird die Pumpe abgeschaltet. Während der Messung blinkt nicht nur die LED am Sensorkopf, sondern auch die Power-LED am Controller und zusätzlich noch die zweite blaue LED dieses Auffüllen direkt signalisiert. Ich habe in dem Arduino Sketch viele serielle Ausgaben eingebaut, die könnt ihr dann auch sehen, wenn ihr den Arduino mit dem PC verbindet und den seriellen Monitor aktiviert. Da seht ihr dann genau, was der Sketch macht und welche aktuelle Höhe von dem Wasserstand gemessen wird und wann der Auffüllautomat meint, dass nun die entsprechende Höhe erreicht ist und das Auffüllen einstellt. Für meinen Auffüllautomaten habe ich mir auch noch etwas Besonderes einfallen lassen, und zwar eine automatische Erkennung, ob gerade ein Wasserwechsel stattfindet.
Hier wird es automatisch erkannt, wenn innerhalb von kurzer Zeit der Wasserpegel um mehr als 2 cm absinkt, dann bedeutet es für den Auffüllautomaten, dass ein Wasserwechsel stattgefunden hat und er nicht das Aquarium auffüllen soll. Dann blinkt die Power-LED. Ihr könnt dieses Pausieren von bis zu 30 Minuten, was ich eingestellt habe, auch abbrechen, indem ihr einfach den Button dann vorne am Controller drückt und dem Auffüllautomaten signalisiert, dass er jetzt doch wieder das Aquarium auffüllen soll. Aber schauen wir uns das jetzt mal genau zusammen an, wie dieser Sensorkopf denn überhaupt zusammengebaut wird. Ihr braucht natürlich das ausgedruckte 3D-Teil und den Ultraschallsensor. Je nachdem, ob ihr den Schlauch dann links oder rechts an dem Sensorkopf rausführen wollt, könnt ihr euch entscheiden, welche Variante ihr von diesem Kopf ausdruckt. Hier mal eine Variante gezeigt mit einer Schlauchhalterung links und rechts. Ihr findet alle Varianten, wie gesagt, unten auch verlinkt in der Videobeschreibung. Da der Ultraschallsensor 4 Anschlüsse hat, habe ich mich hier für ein 4-adriges Telefonkabel entschieden. Das ist auch ganz flach, das ist ideal. Und bei dem Design von dem Sensorkopf habe ich mich auch so ein bisschen nach diesem Kabel orientiert. Und das findet ihr auch nochmal unten verlinkt in der Videobeschreibung. Bei dem Einfädeln von dem Kabel braucht ihr ein bisschen Geduld und am besten auch einen Schraubenzieher, wie hier gezeigt. Und am besten ist es dann, nachdem das Kabel eingefädelt ist, dass es natürlich oben so 1-2 cm rausguckt, damit nach dem Abisolieren die Drähte entsprechend lang genug sind, um sie noch an den Ultraschallsensor anlöten zu können. Ja, und nach der Fummellötarbeit sieht das Ergebnis dann nun so aus. Notiert euch auch genau, welche Farbe von den Drähten ihr an welchen Pin von dem Ultraschallsensor ihr angelötet habt. Falls später dann schon mal die Kappe drauf ist und ihr die vielleicht auch verklebt, damit ihr genau wisst an den anderen Enden, welche ihr dann verwenden müsst, um den Arduino anzuschließen. Und anschließend verklebt ihr das einfach wie ich hier ein bisschen mit Sekundenkleber, drückt es fest und dann hält die Platine eigentlich auch ganz gut. Im nächsten Schritt schließen wir jetzt die LED an, die oben in dem Ultraschallsensorkopf dann signalisiert, wenn der Sensor seine Messung durchführt. Und dann nehmen wir hier einfach eine 3 mm LED. Dafür habe ich auch eine entsprechende Aussparung oben in der Kappe von dem Sensorkopf vorgesehen. Und ja, mit 3,3 Volt braucht ihr hier auch keinen Vorwiderstand, weil durch die kurzen Pulse nur, die LED aktiv ist, wenn der Sensor misst, kommen nicht so viele Ströme zusammen, dass die LED deswegen durchbrennt. Deswegen brauchen wir hier keinen Vorwiderstand und können sie direkt an dem Echo-Pin und an Ground von dem Ultraschallsensor anschließen.
Übrigens, wenn ein Kabel im Weg ist, zum Beispiel hier von einem Filter, dann ist es kein Problem. Die Aussparung, die ich da unten vorgesehen habe, ist genau dafür gedacht, dass man das über das Kabel hier dran klipsen kann. Zu dem Controller möchte ich auch einiges sagen. Zum einen haben wir hier hinten die Abdeckung, die ihr mit Nägeln, aber auch mit einer Schraube an der Wand montieren könnt. Und zum einen hier über die Beschriftung vorne, das ist auch ein bisschen tricky. Da müsst ihr natürlich euren 3D-Drucker richtig kalibrieren. Im besten Fall sollte das dann so aussehen. Da müsst ihr wie ich einfach vorher auch mal ein bisschen rumprobieren, um die beste Einstellung für euch herauszufinden. An der Unterseite haben wir die 3 Löcher, wo wir die Kabel reinführen können. Die größere Aussparung hier ist für die DC-Buchse vorgesehen und die anderen 2 eben für das Kabel von der Pumpe und von dem Sensor. Die Nut hier hinten am Gehäuse, die habe ich deswegen hier einmodelliert, um die Z-Naht zu verstecken. Wenn ihr hier unter Cure, Sharpest Corner und Smart Hiding einstellt und dann auf Slicen drückt, dann werdet ihr sehen, dass die Z-Naht sich in dieser Spalte verstecken wird. Und dadurch sieht der Rest des Gehäuses einfach besser aus. Ich habe auch eine Zugentlastung vorgesehen für die Kabel, damit die nicht rausrutschen. Also ganz besonders für das Kabel für die Pumpe und von dem Sensorkopf. Da könnt ihr dann einfach da einen Draht durchstecken, verzwirbeln und dadurch halten die Kabel dann ganz fest. Für das richtige Finish bietet sich dann auch an, das anschließend noch zu schleifen, hier mit einem Schleifblock und Wasser. Gibt es dann einfach einen besseren Look. Was ich so nebenbei durch einen Zufall herausgefunden habe, ist, dass wenn man das Ganze dann hier noch mit einer Klopapierrolle poliert, das Klopapier wirkt anscheinend wie ein ultrafeines Schleifpapier und poliert die Oberfläche nochmal richtig gut auf. Und im direkten Vergleich vorher-nachher ist meiner Meinung nach das Ergebnis wesentlich besser als vorher. Für den Arduino Nano gibt es hier solche Terminal Adapter Boards. Da müsst ihr einfach aufpassen, dass ihr den Arduino dann auch richtig draufsteckt, damit die Pin-Belegung auch richtig passt. Ich habe mich hier für die Verwendung von diesem Adapterboard einfach dafür entschieden, um den Lötaufwand für mich so gering wie möglich zu halten, und das könnt ihr auch machen. Ihr könnt aber auch gerne eine 5x7 Lochrasterplatine in das Controller-Gehäuse einbauen. Da habe ich auch entsprechend eine Führung für vorgesehen. Und wie ihr das Ganze verdrahten müsst, das zeige ich euch jetzt hier anhand dieses Schaltplans. Wir haben also hier unseren Arduino Nano und da schließen wir einfach die Power- und Status-LED an mit üblicherweise 1 Kiloohm Vorwiderstand. Den Taster können wir dank internem Pull-Up-Widerstand einfach so direkt hier anschließen. Den Echo- und Trigger-Pin von dem Ultraschallsensor schließt ihr einfach an die 5 und die 6 hier an und die Spannung 5 Volt bekommt ihr über den Arduino. Um die Spannungsversorgung zu stabilisieren, solltet ihr einen Kondensator mit mindestens 200 Mikrofarad verbauen. Lasst ihr diesen weg, kann es zu komischen Verhalten von dem Arduino kommen. Zur Ansteuerung der Pumpe verwende ich hier den ILZ44N MOSFET. Der 10K Pull-Down-Widerstand ist einfach dafür da, um das Gate wieder auf 0 zu ziehen, wenn der MOSFET deaktiviert wird, damit die Pumpe dann auch wirklich ausgeht. Was auf jeden Fall hilfreich ist, wenn ihr euch den Schaltplan vorher ausdruckt und daneben hinlegt, dann habt ihr es bei der Verdrahtung einfacher.
Wenn ihr euch wie ich für eine DC-Buchse hier für die Stromversorgung entscheidet, müsst ihr vorher das Loch vergrößern. Da müsst ihr hier diesen kleinen inneren Ring rausbrechen. Das braucht ihr nicht, wenn ihr einfach ein Kabel durchführt, aber wenn ihr eine DC-Buchse einbaut, dann müsst ihr das vorher rausbrechen, damit die auch reinpasst. Wie ich vorhin schon mal erwähnt habe, könnt ihr auch alternativ anstatt diesem Nano Terminal Board auch hier so eine Lochrasterplatine mit 5x7 cm verwenden. Aber in meinem Fall habe ich mich, wie gesagt, um Lötarbeit zu ersparen, hier für dieses Nano Terminal Board entschieden. Um die LEDs hier dauerhaft zu fixieren, verwende ich einfach ein bisschen Sekundenkleber. Das bringe ich einfach vorsichtig ganz unten an der LED an, natürlich nicht oben, damit das Gehäuse klar bleibt. Und nach ein paar Sekunden ist es dann auch fest. Den Taster habe ich auch mit Sekundenkleber eingeklebt. Da könnt ihr vielleicht alternativ auch Heißkleber verwenden. Das ist wahrscheinlich ein bisschen einfacher als das, was ich hier gemacht habe mit Sekundenkleber, weil da müsst ihr unbedingt darauf achten, dass der Sekundenkleber natürlich nicht in den Taster reinläuft, sonst funktioniert er ja nicht mehr. Also nur an dem Rand von dem Taster ein bisschen Sekundenkleber aufbringen und dann reindrücken und darauf achten, dass halt der Sekundenkleber nicht in den Taster reinläuft. Bevor ich dann beginne, alles zusammenzubauen, habe ich natürlich auch erstmal getestet, ob die LEDs auch funktionieren. Hier geht es natürlich jetzt der Controller in eine Störung, weil der Sensorkopf nicht angeschlossen ist. Und da blinkt jetzt die blaue und die grüne abwechselnd. Aber so sieht man auch ganz gut, dass beide LEDs richtig angeschlossen sind und funktionieren. Wie vorhin schon angesprochen, könnt ihr hier einen starren Draht verwenden, um das durch die Öse unten in dem Controllergehäuse durchzuschieben, was sich unterhalb von der Aussparung befindet. Und wenn ihr das dann entsprechend zusammendrillt, dann hält es das Kabel fest und verhindert, dass das Kabel auch rausgezogen werden kann.
Bevor ich hier den Auffüllautomaten an mein Aquarium anschließe, mache ich natürlich erstmal noch einen Test, ob das auch alles funktioniert. Ob ich beim Zusammenbau vielleicht einen Fehler gemacht habe, der sich jetzt zeigen würde. Das teste ich jetzt einfach. Die unterschiedlichen Füllmengen des Aquariums, also des Wasserpegels, können wir natürlich auch dadurch simulieren, indem wir den Sensorkopf in unterschiedlichen Abständen zur Tischoberfläche halten. Und dadurch können wir im Vorfeld schon abtesten, ob dann auch die Pumpe aktiviert wird, wenn das Aquarium aufgefüllt werden soll. Und hier sieht man, es funktioniert alles wunderbar. Und ich kann mich jetzt daran machen, das Ganze an das Aquarium zu montieren. Natürlich braucht ein Auffüllautomat auch ein entsprechendes Reservoir, wo er das Wasser hochpumpen kann ins Aquarium. Und es sollte auch nicht zu klein sein, zum Beispiel wenn ihr im Urlaub seid für 2 Wochen, dass da auch genügend Wasser reinpasst, um entsprechend das Wasser im Aquarium auffüllen zu können. Ganz besonders wichtig ist es, gut auszuspülen, damit Reste von der Produktion oder Schadstoffe, die da noch dran sind, auf jeden Fall abgewaschen werden, insbesondere wenn man ein Garnelen-Aquarium hat wie ich. Diese Tiere sind sehr empfindlich auf Chemikalien, deswegen hier gut ausspülen.
Um die Pumpe, das Kabel und den Schlauch natürlich durchführen zu können, war es natürlich notwendig, auch hier ein entsprechendes Loch in den Deckel reinzuschneiden. Und das Ganze habe ich natürlich dann unterhalb von dem Tisch einfach aufgestellt. Hier seht ihr nun die ganze Installation fertig montiert. Der Controller hängt an der Wand. Der Sensorkopf mit dem Schlauch hängt hinten über dem Filterbecken von meinem Aquarium. Das hat sich übrigens als nicht so praktikabel erwiesen, also ihr solltet besser direkt im Hauptbecken den Wasserstand messen, weil je nach Verschmutzungsgrad, zum Beispiel von der Filterwolle, kann der Wasserstand dann ein bisschen variieren und das bringt dann die Auffüllautomatik durcheinander. Also messt am besten immer direkt im Hauptbecken und nicht über dem Filterbecken, so wie ich es jetzt hier gezeigt habe, wäre es quasi falsch. Da sind wir am Ende von diesem Video angekommen. Ich hoffe sehr, es hat euch gefallen und ihr konntet Anregungen, Inspirationen daraus nehmen, vielleicht auch hier sogar diesen Auffüllautomaten nachzubauen von mir. Das würde mich doch sehr freuen. Lasst doch auch gerne einen Daumen nach oben für dieses Video da, abonniert den Kanal, dann verpasst ihr kein neues Video von mir. Und dann bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao.